Was will ich? Willst du vielleicht mir zeigen, was wir sehen werden? Oder? Hä? Ach so, Discord. Nee, du musst deine, ja, ich habe vergessen, dass ich hatte ja gerade schon Bildschirmübertragung. Ich habe vergessen, dass die abgebrochen ist. Nee, du musst jetzt deine, telepathischen Fähigkeiten einsetzen, um meine Gedanken zu lesen, um zu sehen, was ich sehe und daraus dann vorzulesen, was du vorzulesen hast. Also Anime-Logik. Ja, Mann. Das ist auch keine einfache Aufgabe für dich. Ich muss versuchen, nicht an irgendwelche schmutzigen Sachen zu denken. Hä? Ja, sonst würdest du ja meine Gedanken lesen und dann, die laut im Stream vorlesen. Das heißt, ich muss mich drauf konzentrieren, nur das zu denken, was ich sehe. Das ist auch sehr schwer. Meine Fresse. Okay. Und die Sonne steht so scheiße, dass sie genau in das Fenster von unseren Nachbarn scheint, dort aus reflektiert wird und genau in mein Auge scheint. Ultra ätzend, aber egal. Worüber du gerade wieder nachdenkst, sind die Wildschweine, die sich küssen. Das wäre jetzt als nächstes gekommen, ja. Sag ich doch. Telepathie, Digga. Ich weiß immer noch nicht, warum da Wildschweine sind. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Das sind keine Katzen. Welche Katze hat solche Muster? Selbst wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass es eventuell minimalistisch dargestellt ist. Ich glaube, das sollen diese wilden Katzen sein. Vom Game. Ja, aber dann auch die Schnauzen und die Ohren sind viel zu klein für Katzen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, es sind Wildschweine. Vielleicht ist das auch der Plot-Twist. Im Endeffekt geht es um Wildschweine in diesem Spiel. Okay. Miauende Wildschweine, finde ich super. Cat Romanced, 3 von 6 jetzt. Continue. Ach, Chungus. Ich vermisse ihn irgendwie. Diese Idioten. Er war der Beste. Ja, dann starten wir doch mal mit Romance rein, da haben wir am meisten zu tun heute. Fluffy Butt, ja, genau. Er guckt schon so fröhlich. Komischer Typ, der Obduktion der Professor vorliegt, was ist das? We've been walking for ages, Major. I don't have much longer before they'll expect me back. Warte mal, ich hatte Fluffy Butt vorgelesen, ne? Ja. Almost there. It needs to be as close to the danger zone as possible to deter snoopers. Few cats and even fewer humans come this far out, which ensures that my deposits are safe. Deposits? This is an act of trust, you understand. I believe that our recent disagreement and resulting reconciliation has made our bond of camaraderie stronger than ever. And I would like to solidify our reunion with the sharing of something quite private and important to me. Bitte nicht nochmal irgend so ein Vogelherz-Dingen, Alter. Das klingt irgendwie, als würden die... Das klingt irgendwie, als würden die gleich zusammen aufs Klo gehen. Deswegen hat Catrick ja auch gerade schon so geguckt bei Deposits. Aha. I feel slightly awkward and mumble incoherently in response. Yes, well, what's past is past. Water under the bridge and all that. I'm delighted, though, that you have reviewed and modified some of your stronger opinions, Major. Updated your map, so to speak. Indeed, though for the record I'm still uneasy about the Mew elders. But I grant that finding a way to speak with them might provide more insight than I'd assumed. Well, we really are on the same page now, Major.
We come to a halt. I can smell the pungent scent of the elder cats. I've not been this close to them since the first night, and it makes me uncomfortable, but I feel surprisingly reassured to be with Fluffybud. Das Interessante ist eigentlich, Fluffybud ist jetzt so der erste, von dem wir wirklich mal ein bisschen Intel über diese Insel erfahren. Ich meine, gut, mit den anderen haben wir so die Insel erkundet, ja, eigentlich haben wir mit jedem so ein bisschen so ein paar geheime Stellen gefunden, da mit, wie hieß er hier nochmal, dem Iren da haben wir ja die Piraten gefunden. Hieß der McMurphy? Ja, McMurphy. McMurphy, genau. Mit, ja gut, mit der Truller da haben wir ja eigentlich gar nicht so viel entdeckt. Das war ja einfach nur so wie... Wir haben einfach so eine komische Creme aus Katzenzeug am Strand gefunden. Aber war das überhaupt ihr... Das war, glaube ich, ja nicht ihre Story. Das war, glaube ich, nur während ihrer Story im Reckon, oder? Boah, keine Ahnung, aber das ist das, was wir halt ein bisschen erschnuppern konnten bei der, so. Ja, aber ich glaube, selbst wenn wir da wen anders genommen hätten, wäre das... Weil wir tragen ihr ja... Ne, wir haben nicht mal ihr die Creme aufgetan, das waren sogar Random-Katzen. Sie kam halt nur rein und hat irgendwas dazu gesagt. Aber das passiert ja auch so manchmal im Reckon. Sie hat sich das ja selber aufgetragen, die Dumme. Skincare und so, weißt du? Ach ja, was von dem anderen, was da immer weggeschmissen worden ist. Ja! Von dem komischen Zeugs. Und, wo die einfach so meinte, ja geil, macht jünger, hau ich drauf, scheiß auf alles andere, so. Und bei Trixie haben wir ja nur die Höhlen erkundet und so ein bisschen Mystisches. Mit diesen komischen Pisshöhlen mit Pfützen aus verschiedenen Farben, die alle radioaktiv sind oder so, keine Ahnung. Und den komischen Dildos, die alle die anderen Katzen darstellen. Ich meine, hallo, einer der Steine hat sogar vibriert. Ganz merkwürdig gewesen, ganz merkwürdig. Ja, und ja, mit ihm gehen wir jetzt richtig auf Erkundungstour. Er ist ja richtig storyrelevant. Vielleicht hätten wir den von Anfang an machen sollen. Ja, ging ja nicht. Es ging ja... Wir hätten den nur als drittes machen können. Ja, aber wir haben den jetzt so quasi als fast letzten ausgewählt. Der war ja schon länger freigeschaltet, sag ich mal so. Ja, aber gar nicht so lange. Nee, das war jetzt nur davor den. Also, den wir davor hatten, da hätten wir ihn schon nehmen können. Also da wäre... Ja. Meine Erinnerungen sind nicht so gut. Und die werden jedes Mal schlimmer. Ich weiß das auch nur, weil ich mir das ja alles nochmal angeguckt habe, wegen, weil ich das Ganze ja nochmal nachspielen musste, weil wir ja den einen Playthrough verkackt hatten. Du hast den verkackt, ich habe gar nichts gemacht. Du warst auch mit dabei beteiligt. Ich habe nur Sachen gelesen, das war alles. This is it. We must be completely silent now. So you will have to cease that unattractive sound you're making. What? I'm out of breath, Major. I can't help it. Meine Fresse. What I'm about to show you has taken a long time and a lot of effort on my part. If anyone else should get wind of its whereabouts or even its existence... Yes, okay, Major, I get it, I swear. The most prestigious of pinky promises that I will not utter a word to anyone about whatever I see today. Das haben keine Pinkies. Ich habe übrigens voll was Lustiges über mein Mikrofonprogramm herausgefunden. Hau raus. Warte. Außer du musst jetzt alles hier umstellen, dann hau nicht raus. Nee, warte mal, wie ging das noch? Nee, das meinte ich nicht. Machst du ein Echo oder was? Okay, das ging doch eigentlich, wenn man hier drauf gedrückt hat. Warum geht das jetzt gerade nicht? Rechtsklick. Das ist dieses Vorzeigerding, weißt du? Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Was? Oder wenn ich hier rüberschiebe, höre ich mich dann wunderschön. Du hörst dich an wie diese Aliens aus Toy Story, Alter. We came to destroy the Earth. Give up, humans. We will destroy you with our advanced technology. Alles klar.
Oder sowas. Dann kann ich einfach mal so im Kreis mich so ein bisschen drehen und höre mich dann einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Ui. Macht dich das nicht irgendwie schwindelig oder so? Warum sollte mich das schwindelig machen? Ich rede doch nur. Keine Ahnung, Alter, wenn das in meinem Kopf so Echo und Echo? Was ist die Mehrzahl von Echen? Ich höre mich ja nicht selber. Echo. Das wäre ja ultra verwirrend, wenn ich mich die ganze Zeit selber hören würde. Also wenn ich jetzt Ja, auch normal eben. rede. Ja, das tue ich ja nicht. Du hörst mich ja nur und der Stream hört mich ja nur. Okay. Puste Ja. einfach rein. Fluffy Butt, ich höre mich jetzt wieder normal an, ne? Nicht, dass ich irgendeine Einstellung vergessen habe zurückzusetzen. Okay, gut. Fluffy Jetzt Butt. extra nicht Bescheid sagen, so. Oh Gott. Ja, ich meine, du musst die ganze Zeit ja dann die Stimme ertragen, ist ja nicht mein Problem. Fluffy Butt seems satisfied and makes an effort to straighten himself out before motioning towards a large tree. This, my dear, is my treasure. Oh, my goodness, what a handsome tree you have there, Major. Very tall and proud looking. Congratulations. Oh my god. Oh, for goodness sake, come over here. Fluffy Butt leads me around the enormous tree to its hidden side, which has a large hollow in it that looks like it leads to a tunnel. Huh. Good God, man. Are you digging an escape road out of here? What on earth are you twittering about? Use your eyes more and your mouth less, my dear. I notice then that hidden in the dark recess of the tree is the outline of a large object, which my eyes won't allow me to see clearly. What is it, Major? Don't be shy, Catrick. Get in there and have a proper look. I have no choice but to crawl into the cavity for closer inspection. I run my fingers over the item and deduce that it is made out of old, splintering wood and has cold metal adornments on either side. I use them to drag it out of the tree, and in the half-light I am somewhat unsurprised to see that it has an old-fashioned treasure chest. That it is an old-fashioned treasure chest. Meine Güte. I would expect nothing less from the Major. Neues Bild, way! Fluffy Butt is looking at me expectantly. Well, open it, my dear. You needn't worry about the lock. It's quite broken. I do as instructed. Oh my giddy aunt, Major. Giddy wahrscheinlich einer. Giddy aunt. Major, how on earth? The chest is full to the brim with all sorts of shiny things. Jewelry, gems, coins, trinkets, ornaments, baubles, and all manner of curious. Was denn Bobbles? Baubles. Bobbles. Ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich so Perlen oder sowas sind. Ich gucke mal nach. Warum benutzen die nicht einfach das Wort Pearl dann? Pearls oder so? Weil das wahrscheinlich nicht der richtige Begriff für das ist. Kugeln. Das heißt einfach Kugeln. Okay. Was für Kugeln, Digga? Ja, wahrscheinlich echt so. Es ist wahrscheinlich einfach so gemeint, so Perlen und dann wahrscheinlich aber auch irgendwelche anderen Edelsteine in einer Kugelform oder irgendwelche Goldkugeln mit Ornamenten dran oder sowas halt, denke ich mal. Halt so eine richtig typische Schatztruhe, wie man sie sich als in jeder Kinderserie oder so vorstellt, weißt du? Das ist bestimmt von den Piraten. Ja. Fluffy Butt lets out a low laugh. Ho 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 ho. Allow me to regale you, human, with my vast adventures and conquests. I settle down and allow the Major's voice to wash over me as I play with some items of frippery from the chest.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, weißt du, sag so, wo hast du das alles her? Und der Major dann so wie Jabba the Hutt einfach. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Okay. Jetzt musst du dir ihn genauso groß und fett vorstellen. Ja. Du Jabba da, du da. Ho, 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 ho. Meine Güte. Oh, that coin you're holding. There's a very interesting story attached to that. Do you know how old it is, Catrick? I do believe the date on it should still be legible. I remember the night I found it. I'd gone for a walk along the beach. It was blustery and dark. I feel for the first time how exhausted I am. The walk has sapped me of all my energy. And as I fought with the elements, I look ahead and notice the sky is much darker. I'm laying down, although I don't remember doing so. Scheiß drauf, was der labert. Ja, einfach nicht zuhören, ey. Lass ihn labern. Valiant and victorious to thunderous applause. What the fuck? Schwört der Major die Elemente oder was? I hear a low grumbling sound. Thunder? And a flashing behind my now closed eyes. Surely it's a storm, but there's no rain. That's odd. No wet, just warm and dry and hard to breathe. And I bellowed defiantly, you cannot have them. But the Meowlers were already encircling. Das heißt, wie so ein Erster Weltkrieg oder so Veteran, ey. Ja. Oder so ein General aus den Zulu-Kriegen oder sonst was. Meine Güte. Kein Wunder, dass er rote Augen hat. Ja. Ne, das ist nur, weil er immer high ist. Oh, I should really get up now. Oh, it seems my eyes won't open. That's a... Was? That's a pity? What the fuck? Also, ja, ich schlaf da mal ein. Ich bemühe mich gar nicht darum, aufzustehen oder so. Das ist einfach passiert. Ich sollte jetzt mal echt langsam aufstehen, ne? Ach, irgendwie gehen meine Augen nicht mehr auf. Ach, ja, schade. Gut Ja, Nacht. dann ist das jetzt so, ne? Ja. Kann man nichts machen. That's a shame. Ja. Das ist so ein komischer Account. As I bit into the still beating heart. Okay. I do believe I'm paralyzed. That is a shame. Oh, that's a shame. I try to move my fingers. Nope. They're not listening to me. Ah, schade. Oh mein Gott, der hat einfach Sleep Paralysis, Alter. Das ist richtig. Er ist einfach wie dieses Meme. Oh, guess I'll die. Ja, einfach so aufgeben. Ja, okay. Passiert. Richtig merkwürdig, ey. What the fuck? Was? Was? Auf welchem Trip sind wir denn jetzt? Was ist was Wir sind doch gar nicht bei der Höhle mit den bunten Pfützen. Was ist das? Das sind jetzt die Nachwirkungen davon. Oh Gott. Die treten erst ein paar Wochen später ein und auch erst bei dem nächsten, der an der Insel ankommt. Meine Fresse, was ist das? Nicht nur, dass er paralysiert ist, er ist auch noch in einem Albtraum gefangen, ey. Was ist das? Scheiße. Wake up! We have to get you out of here! Jetzt kannst du deine Stimme da machen. Die wird jetzt voll passen. Welche passt dann eher? Die hier? Oder ja, die Alter. hier? Nein, die Alien-Stimme. Okay. Wake up! We have to get you out of here this instant. Up you get. That's it, come on. Das ist so bescheuert. Ich muss nur auch immer wieder die rumstellen, wenn er nicht spricht. As I come to, the world looks dark and distorted. I must be walking because trees are passing my line of vision. My hands hurt. I look down at them and they are pressed firmly to the earth, one moving in front of the other. I must be crawling? I don't know. Hi. I don't know
How much time has passed? But I wake up on the sand. I inspect my blistering hands. Floofy Butt is sitting next to me, facing the sea. Okay, er ist wieder normal. Uff. Did I dream all that? Oh, Yeah. you're awake. No, I'm afraid you weren't dreaming. What happened? It was my fault. I took you too close to the danger zone, and in your current state, you couldn't handle it. In my current state? Oh mein Gott! Imagine, die sogenannte Danger Zone. Alles Also- radioaktiv. Wir vermuten ja, also ich vermute zumindest, dass er nicht durch die Katzenbisse verwandelt wird, sondern durch was auch immer die einem da geben. Der Professor oder sonst was, dass die einem das irgendwie verabreichen. Und was ist jetzt, wenn in der Danger Zone irgendwas ist, was dann halt mit den Chemikalien oder was auch immer damit reagiert und dann werden die halt wild. Verstehst du? Und das ist dann, was im Kopf halt passiert. Tja. Schwierig. Your feline transition is still in its early stages. It seems to be progressing particularly slowly in you. So I'm still vulnerable to the effects of the Elder Territory? Quite. I was fully, I didn't think. I was too interested in myself, my stories, my treasure, to protect you properly. Please forgive me. You put me in danger! You crazy bitch! Also, ich war so in meinem Geschwafel, also ich habe ganz vergessen, dass es hier gefährlich ist. Meine Güte. Stay away from me, you freak! You put me in danger! Ja, wir sagen natürlich it's fine. Oh, Ach, it's okay, Mensch. Major. Don't upset Ich werd yourself. super sauer. I had a lot of fun until the whole blackout thing. Floofy Butt looks genuinely pleased. Really? I have been told I'm a very good raconteur. Was? Wahrscheinlich sowas wie Geschichtenerzähler. Achso. One of the best. How much did you hear? I'm sorry? Nix. Nix, Alter. Of what? Nix. Guter Geschichtenerzähler. Ich hab nix mitbekommen, Alter. Nix. Aber How richtig many- gute Geschichte. How many of my anecdotes did you hear before you succumbed? I would be happy to repeat anything you missed. Oh Gott, oh Ich hab natürlich alles gehört. Gott. Alles. Natürlich. No, really, Major. I'm fairly certain I heard them all. Well, if you're quite sure, then we gotta take a quick pop quiz now. Oh Gott. I am, and besides, I think I have a migraine coming on from your Biggest anecdotes. Nightmare einfach. Biggest Nightmare, ausgefragt zu werden. So, hallo? Well, in that case, you must allow me to nurse you until you are fully recovered. Okay, Major, it's a deal. Major? Yes? Why do I have earrings in my hair? Was? What? I had to pelt you with jewelry. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Jewelry. Jewelry. Genau. Jewelry. Genau das Wort. To get you Gar to nicht. wake up. Bleh. Jewelry. Jewelry. Yes, jetzt. Ich finde witzig, so, dass der Typ, das Einzige, was ihm eingefallen ist, um uns aufzuwecken, ist einfach so, ja, einfach mal die Ohrläppchen durchstechen, ne? Also, geil. Jetzt weiß ich, warum. Und das wird jetzt ein bisschen schwarzer Humor, also Disclaimer voraus. Jetzt weiß ich, warum den Juden immer nachgesagt wird oder warum die halt so auf Gold und sowas stehen. Warum die das. Ihr guck dir mal das Wort Jewelry Oh, an. du Sack, Alter! Du,
Oh mein Gott, du Sack. Ich hab mir Richtig das- schlecht, ey. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ja. Mir ist es nur aufgefallen. So enttäuscht. Ah, of course. Those Jews. Alter. If you don't mind, Major, I think I need to get back to sleep. I lay back down on the warm sand and curl into a ball. I'll be here when you wake up. I drift off and dream that I'm a cat. Well, that's no dream for long. You are a cat. Rest. You had a lovely nap and wake up feeling revitalized. Your energy has been restored. Magic. Ululululu. Mit einer Menge Fantasie. Und einer Menge Radioaktivität. Reckon. Ich muss mein Wasser wieder auffüllen. Ach, Mensch. Was gibt's denn heute? Today the marigolds are clearing out the lab's inventory. I should probably be there too. I might find something useful. Heute habe ich aber irgendwie einen Dreher in der Zunge, ey. Meine Zunge und Lippen stolpern die ganze Zeit über Wörter. Bist du jetzt gerade da oder bist du gerade Wasser auffüllen? Ich nehme das mal hin, als sie das Wasser auffüllen. Dann warten wir noch kurz. Ich bin weg. Willkommen zurück. So, ich habe Wasser aufgefüllt. Hattest du den Task noch Leute, mitbekommen? immer Wasser trinken. Ja, ich kann's. Immer Energy trinken. Flying Power. Der Gaming Energy Drink vom Aldi. Hashtag sponsored, not sponsored. Du siehst, meine Kamera macht schon das Richtige. Sie blurrt das einfach aus. Ich kann nicht mal Schleichwerbung machen. Ich sehe deine Kamera nicht, aber okay. Nee, du nicht, aber der Stream hat's gesehen. Mhm. Es ist direkt der Autoblur drüber gekommen. Es ist so. Software ist zu intelligent. Die weiß genau, wann was gesponsert ist. Das ist so, Das ist wenn da hinten jetzt was im Regal stehen würde und das wäre gesponsert, das wäre klar und deutlich zu sehen. Nichts anderes, aber das. Aber ja. Gut, also nochmal. Today, the marigolds are cleaning out the lab's inventory. Ich sehe das. Du brauchst I nicht should davon. probably be there too. I might find something useful. Okay, start. Meine Güte. Quite annoying. I know my morning alarm is ringing, but I can barely lift my eyelids. Ja, irgendwie ist meine Kamera ein bisschen verrutscht. Warte mal. Nur ein bisschen verstellen. Sonst bin ich ein bisschen sehr weit abgeschnitten. So. I'm not sure if I'm looking forward to today or dreading it. I've promised to go in 2 hours. I've promised to go in 2 hours early to help with the monthly inventory and deep cleanse of the lab. We cleanse it from evil! It's not the work I'm anxious about, but the fact that I'm doing it with the marigolds. Es ist irgendwie so ein komischer, dieses Wort cleanse ist irgendwie ein komischer Begriff. Natürlich, es heißt reinigen. Aber man verwendet diesen Begriff. Auch, I cleanse my butt cheeks, oder nicht? Das ist Clench. Clench? Ist ja fast das Clench. Gleiche. Nein, man verwendet dieses Wort Cleanse ja eigentlich wirklich nur, wenn du irgendwie so das Böse ausräucherst oder keine Ahnung sowas. Deswegen ist es sehr komisch, das im eigentlichen Sinne zu lesen. Oh. Ja, hab ich den Satz schon vorgelesen?
Ich mach's einfach nochmal. It's not the work I'm anxious about, but the fact that I'm doing it with the marigolds. They're an odd pair. Old wahrscheinlich auch, aber auch odd. They certainly don't say much, and I quite often feel that they're judging me. Oh well, Yes, the sooner I get there, the sooner it'll be over. As I approach the lab, I can hear their voices raised in stage-type whispers. They are obviously having a row that they don't want anyone else to hear. I loiter around for a few minutes to see if I can pick up any tidbits that would be helpful. I'm not noisy, I'm just curious. Ach, nosy, nicht noisy. Das sag ich auch immer, wenn ich Drama mithöre auf der anderen Straßenseite. I'm just curious. Curious like a cat. Hä, wer ist das denn? haben wir die schon mal gesehen so? Nicht mit dieser Ausdrucksweise, aber Mrs. Marigold haben wir schon mal so gesehen, glaube ich ja. Aber ich erkenne die gar nicht mehr wieder. Ich meine, wir haben die, glaube ich, ganz am Anfang mal gesehen oder ein Bild von ihr. Ich erkenne die einfach gar nicht mehr wieder. Ja, wir haben die nur im ersten Playthrough gesehen, ganz am Anfang, als sie vorgestellt worden ist. Und dann nochmal nach einer Traumsequenz, da ist sie dann reingekommen und hat gesagt, hier, Frühstück ist fertig. Und ansonsten hat man sie noch gar nicht gesehen. Nur immer zwischendurch von ihr gesprochen. It's a cat, Mason. Achso, warte mal, die kannst du ja eigentlich vorlesen, ne? Oh, ja. It's a cat, Mason, okay? Cat. All it cares about is sleeping and eating. Don't know why I talk like that. I don't know. It's still a living thing, Mora. Oh, die Bilder sind so merkwürdig. A living thing. It's glorified Burnham. It's what it is. You're putting us at risk. He isn't the sort of person to mess with. Mason, loyalty to the company is the #1 priority in their eyes. Warum sind die denn auf einem scheiß Inselding, wo es Katzen gibt, wenn sie keine Katzen mag? Was ist das? Wegen der Company. Ja gut. Trotzdem scheiße. I have been loyal. It's my allegiance that's changing, not my loyalty. Do you know how ridiculous you sound? Alliance to who? Bunch of cats? Allegiance. No. Mora, you know they are not just cats. Ah, you know when we signed our contracts? Not fully. It's different anyway in real life, living with them, knowing them. Knowing them? You know what I mean. I know you messed it up. Will be destitute. Destitute. Destitute? At best. Keine Ahnung. I feel I can't put this off any longer. Good morning. Ganz komplett anders sehen die aus, Alter. Ganz komplett anders. Die sehen viel jünger auf den Bildern aus halt. Ja, so richtig merkwürdig. Jetzt keine Falten, gar nichts auf dem kleinen Bild. Was ist das? Ganz verschieden, ey. Die nimmt auch die Hautcreme. Katzenextrakte da drin, Alter. Die testen bei ihr, wa? Mhm. Oh Mann, ey. Ah, you're here. I am not late, am I? Not at all. We were just discussing how to proceed. They exchange glances. You two can get on with this dogs check. Leave this sanitation to me. Sanitization. Yes, that thing. Sounds good to me. Where do we begin, Mr. Marigold? Call me Mason. I have the list here, so I'll call the item, and you tell me how many we have. Okay, Mason. And if I'm in your way,
You just let me know, Mrs. Marigold. I'll be sure to. But if we each mind our own businesses, well, I'm sure it will all work out fine, dear. So, er ist richtig freundlich und die so, fick dich doch. Naja. Ich sag mal, Mr. Marigolds Verhalten ist das... Ja, freundlichere kann man schon nennen, aber ist halt eher so das menschlichere. Und Mrs. Marigold, die distanziert sich halt einfach, weil sie ja weiß, was mit den Leuten passiert. Das ist halt scheiße, wenn du attached wirst. Das ist so, als würdest du in einer Schlachterei arbeiten und du würdest anfangen, mit den Tieren zu knuddeln. Das ist halt so, du weißt, das wird geschlachtet. Das ist ein bisschen scheiße, wenn du eine emotionale Bindung dazu aufbaust, ne? Wunderschön, wie du das erklärst. The tension in the air is tangible. This could be a very long 2 hours. We start with the top shelf of the large metal cabinet. Standard test tubes. 20 boxes. Petri dishes. 10 boxes mixed sizes. Beakers large. 25. Beakers medium. 20. Only 20? That's a bit low. Have we had more breakages than usual? I decide not to tell him that I sometimes use them as tea mugs. And there are at least 3 in my 10 growing mold as we speak. What the fuck? Nein! Das ist genau in meiner Küche auch so. Yes, we've been a bit clumsy lately. I know one was knocked off the counter by McMurphy this week. Ach Gott. Nothing but trouble and cats. Mr. Marigold continues with the stock take as though he didn't hear his wife. We move on to the next shelf and the next, until we've almost finished the entire inventory. We are coming to the end of the drugs cabinet. Kann mir voll gut vorstellen, dass sie genauso ist wie meine Mutter so. Dass sie halt Haustiere gar nicht als Haustiere ansieht, sondern als so draußen Tiere, die nicht ins Haus gehören, weil sie so keine Bindung, gar nichts. Oh. Kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Ja, ich find's so ein bisschen traurig. Ketamine, 50 milliliters. 8 bottles. That can't be right. It says here that we normally stock 30. Warum haben die nur 50 Milliliter Bottles? Im Normalfall, wenn du in so einem richtigen Labor bist, hast du einfach einen fetten Kanister mit allem möglichen. Und, naja, egal. See for yourself. 2, 4, 6, 8. Do you use a lot of that then? No, on the contrary. It's mostly used just for anesthetizing. We rarely do that kind of surgery. Well, that's a mystery. I wonder what it could be being used for. You two will be a lot quicker if you stick to your counting and leave the wandering up to the professor. We finished the rest of the job without any unnecessary chat. We all seem to be deep in our own thoughts. Mine are all about where that amount of ketamine might be disappearing to, and for what purpose. Suddenly, I don't feel too good. Einfach direkt umkippen. Können ja noch die Nebeneffekte von Dingen sein. Romance. It says romance. Hey, das ist wieder die Schatztruhe. Warum ist die jetzt weit weg? Warum hat... Oh Gott. Diese Musik. Yes! Beste. Das Schlimme ist, du musst dir vorstellen, irgendwer hat sich da hingesetzt
Das Musste- komponiert, ne? Das komponiert nicht, aber irgendwer musste die Lyrics einsingen. Ja. Das heißt, Kann irgendwer ich hat sich auch. da hingesetzt und musste mit ernster Miene, damit man ja auch die Töne trifft, miau, 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 miau. Ja, würde ich machen. Wenn mich bezahlt werden würde, würde ich machen. Ach nee. I've rushed out to the forest on Floofybutt's insistence that I meet him at the location of his treasure chest. After the incident, we called on McMurphy and Kibbles to help us drag it to a new spot, further away from the Elder territory. Major, are you okay? I was in the middle of preparing lunch when I received your urgent summons. Wie kommunizieren die überhaupt? Die schreit wahrscheinlich rum. Wie Katzen das so tun. Catrick! Catrick, komm hier! Ja. Miau! Richtig aggressiv, aber. Quite. I was pawing through my collection just now and couldn't help but reflect upon some of our adventures. Oh, Okay. so you dragged me away from the kitchen to reminisce? Reminisce? Indeed, I have grown rather fond of our expeditions together. Indeed. I do seem to find more unique articles when you accompany me. You've trained me well, Major. Any advancement I've made in the treasure hunting field is entirely thanks to you. Yes, I mean, no! You have a natural ability rather impressive. You flatter me, Major. Not at all. I'm a fat cat, and it is my belief that good work deserves just reward. Nee, das erinnert mich so ein bisschen so dieser stumpfe Humor. Wir hatten gestern irgendwie so eine Diskussion darüber, weiß nicht, Moritz wollte irgendwie so einen Burger oder so fertig machen und die Burgerbrötchen selber backen und keine Ahnung was. Und dann liest er dann so im Rezept, dass man den Teig ja irgendwie auf 2 Stunden oder so auf 32 Grad gehen lassen muss, ne? Und dann fragt er halt, ja, wo habe ich das denn? Und dann so, ja, einfach auf eine Heizung packen oder so, keine Ahnung, ne? Und dann meinte ich nur so, ja, nee, du musst die Schüssel einfach so leicht um 32 Grad neigen und den dann so 2 Stunden stehen lassen. Oh. Wunderschön, wunderschön. Das war halt einfach so richtig stumpf. Ja. Ach nee. Furchtbar. Reward? Indeed. And so I felt it would only be right to let you keep an item from my inventory, so that you may start a collection of your own. Inventory, Alter. That's too kind of you, Major. I'm touched. Yes, well, let's have a look, shall we? You may choose whatever you like, my dear. Absolutely anything. Okay, ich nehme die Kiste. Ja. Ich muss ja meine Collection irgendwo reintun. I peer into Fluffybutt's treasure chest. All the gems and bits of precious metal sparkle and glint in the sunlight. I gently move some of the more bijou trinkets out of the way and dig deep for the good stuff. Wow. Was ist das für eine Sprache, Bijou, Alter? Das ist Französisch und das ist im Endeffekt so Krimskrams beziehungsweise eher so Modezeug. Weißt du, so wie wenn du halt wenn du halt so richtig billig Ringe oder sowas hast, die halt aber aussehen, als wären sie sonst was wie viel wert oder was für Klunker, weißt du? Dieser Standardkram halt. I grasp a red gem almost the size of my fist.
I wonder if it's a ruby, but before I can begin to examine it, Fluffy Butt has swiped it away with its paw. No idea what that is doing in there. I think I see how this is going to go. Anything else, Catrick? Whatever you like. Not this, and not this, and not this, and not this, and not this. How about this little, treasure chest out of plastic? Plastic! How about this? I untangle a string of pearl, creamy and iridescent, clearly very good quality, even to my untrained eye. Fluffy looks uncomfortable. Yes, they are rather special, aren't they? I do have a particular fondness for them. I let him off the hook as my eye catches sight of something dull and cheap looking. Major, what on earth is this? The filthy bottle sticks out like a sore thumb amongst the shiny baubles Fluffy usually likes to collect. Oh, that! Heavens! I forgot all about that thing. It might suit you. If you shake it, you will hear something rattling about in there. I do believe it contains a note or a script of some kind. Schatzkarte. He's selling it to me. Silly, really. I did get it into my head to find a way to open that bottle, but the cork is wedged tight. I choose this to start my collection, Major. Really? That old thing? But I can tell he's absolutely delighted. Yes, and I have an idea how to open it. Go on, you have my attention. I whip off my apron and loosely wrap it around the bottle, and then smash it unceremoniously against the side of a tree. Good gracious, Catrick! How lively of you! I have a feeling the real treasure is this. Haben die keinen Korkenzieher in diesem ganzen Scheiß? Was ist hier los? I Okay, careful- ich sehe wieder was. Und ich höre wieder was. Was, du warst jetzt die ganze Zeit nicht da? Nee. Habe ich dir auch geschrieben, aber egal. Also ich war da, aber ich habe nichts mehr mitbekommen, weil, weiß ich nicht, vielleicht war Internet wieder weg für eine Zeit lang. Und was Ich hast du weiß denn noch auch mitbekommen? Dass du was erklären wolltest von dem scheiß Wort und dann war alles im Arsch. Achso, von Bijou. Bijou ist, Das habe ich noch mitbekommen und dann war alles weg. Danach. Okay. Ja, also an sich, der Major lässt uns natürlich nichts Tolles aussuchen. Er lässt uns nur, Billigzeug aussuchen. So wie erwartet. Also nicht direkt, Weißt du, aber halt sehr unterschwellig. Stell mir vor, wie das einfach so dieser Freund ist, der sagt, ja, ich geb dir was aus, ne? Und dann darfst du aber nur so die billigen Sachen aussuchen, so, weißt du? Ja, ja, natürlich. So stelle ich mir das vor. Nur die Also, Chicken Nuggets darfst du. wir haben jetzt noch eine verstaubte alte Flasche gefunden, in der anscheinend irgendeine Notiz drin ist. Wahrscheinlich natürlich eine Schatzkarte. Und der Major interessiert sich nicht dafür, weil er sie eh nicht aufbekommen hat. Und, Catrick war jetzt so schlau und hat die einfach gegen einen scheiß Baum geschlagen. Und wo ich mich halt frage, ist, haben wir keinen scheiß Flaschenöffner da? Aber okay. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wir haben gerade die Flasche zerdeppert und holen jetzt die Notiz daraus. Bist du da? Hello? Digga, funktioniert nicht. Digga, das funktioniert einfach nicht. Discord will nicht. Was hast du denn jetzt wieder mitbekommen? Als letztes? Ja, gar nichts. Okay, also nochmal. Nein, hör auf. Mach einfach weiter. Nein, das ist ja nur kurz zusammengefasst. Wir haben uns jetzt so eine alte Flasche daraus gesucht, an die der Major nicht so interessiert ist. Aber da ist anscheinend irgendeine Notiz drin, wahrscheinlich eine Schatzkarte. Der Major wusste auch gar nicht, wie man die aufbekommt. Und wir haben die jetzt einfach gegen den Baum gedeppert und halt zerbrochen. Alles klar. I carefully pick the parchment from amongst the shards of glass and cast a
cursory eye over the faded scribbles. A genuine message in a bottle. This could fill in so many blanks about the history of this place. Oder auch nicht. A piece of paper? Das hast du doch gerade selber gesagt. Er hat selber gesagt, da ist irgendeine Notiz drin. Ganz merkwürdig. Oh, Major. This is not just a piece of paper. This is better than anything I could have hoped for. Well, if that's Money. what you deem to be treasure, then please be my guest. Thank you Einfach so ein- much, Major. So ein 500-Euro-Schein. Das wäre aber nicht so viel. Ah, trotzdem. Eine Schatzkarte wäre jetzt toll. So mit typischem Wegbeschreibung und X. I grin from ear to ear. Das ist auch also ich verstehe natürlich, was diese Metapher bedeuten soll, aber wenn man das sich jetzt mal wortwörtlich vorstellt. Creepy. Das sieht so scheiße creepy aus. Ja. Ich finde das toll. I must go now, though. I'm late for lunch duty. I excitedly kiss Floofy Butt on his furry head before dashing back to base. Weißt du, was mir gerade klar geworden ist? Was denn? Der Charakter, den wir jetzt haben, ist ein junger Mann, ne? Ja. Der Kater, den wir romanzen, sag ich mal so, ist ein alter Sack. Ist er das? Kommt mir so vor bei seiner Sprechart und so. Ja, also so wie er wirkt er älter, aber Ja. warte mal, kann man irgendwo gucken? Nee. Ich würde gerne die Stats der Katzen nochmal sehen. Irgendwo, also ganz am Anfang haben wir ja gesehen, wie alt die sind und so. Haben wir? Ja, ja. Da hatten wir die doch gescannt und dann stand da auch so das Alter und so bei. Don't remember. Ja, gehen wir jetzt mal auf Schatzsuche. Translating Major's gift. I think it's Also time to irgendwie- take a look at the message in a bottle that Floofy Butt found. Ja, was haben wir? Es Discord schon wieder, ey. War kurz. Ich habe die Befürchtung gehabt, ich bin wieder weg, aber Discord will mich noch ein bisschen verarschen. Okay. Dann gehen wir jetzt auf in Reckon 13. The ink is surprisingly well preserved. The only obstacle to my understanding of this letter is deciphering the scrawling scribble. Some words I can make out: punished, God, and presumably the signature at the bottom, Bill. Vielleicht sind es auch Rechnungen. Bill the God! Who knows? I can make out some other words, but they appear to be badly misspelled, or possibly not even English, but some other hybrid language, maybe colloquial? Was ist das denn? Wahrscheinlich irgendein Altenglisch oder irgendein, in England haben die ja sehr viele, weil England ist ja ein gespaltenes Land eigentlich, in Naja. Schottisch, Walisisch, Irisch und sowas. Und die haben ja eigentlich die sprechen alle Englisch. Aber die Originalsprachen sind ultra krass anders. Und, sag ich mal, vor ein paar hundert Jahren, oder eher vor ungefähr 1000 bis 1500 Jahren war das ja noch viel krasser gespalten. Deutschland ja auch und sowas alles. Und da haben sich die Sprachen halt so mega krass unterschieden. Also ich denke mal, er meint dann sowas in der Art. So. I spent an hour or two, though it feels much longer, attempting to translate each character and syllable into my notepad. I obsessively write and rewrite words until a sentence takes shape, and I am eventually left with something quite legible. Once I'm satisfied that each word is correct and each sentence has meaning, I read it through from the beginning to end.
To whoever find this bottled message. We have been cursed. We be judged for our sins. We wrecked on the rocks. I couldn't tell you where we be, but I think it is hell. The cats. They are everywhere and they won't forgive us. They know what we done. It's My hell. Cats everywhere. My guts burned for food. I had no choice. I had to eat. I regret it now. God help me, I do. Now I am cursed, and the boys are too. The cats are eating us slowly from the inside. It burns more than hunger. It burns me rotten. They stare at me all the time. With their yellow eyes, they know what we done. They are getting retribution. Justice. Also wenn die einzigen beiden Wörter God und Punishment sind, die er davon lesen kann, kann das alles auch sehr fantasiereich ausgedacht sein, sag ich mal. God help me. Hat er den Bill gelesen, ist meine Frage. Am Ende. God help me. Okay. I pray for death. Okay. If you find yourself in the path of the infinite island, turn back. Don't do what we done. Leave them. This is their island. I need my little Lucy to know I love her. I'm sorry, Petal. Bill. I read it again. And then again. But it seems the more I read it, the less it makes sense to me. I wonder if reading aloud might help me to understand, like in school. We have been cursed. We be judged for our sins. We wrecked on the rocks. Stand da eigentlich irgendwo das Wort Punishment? Ja. Bist du sicher? Ja. So, their ship crashed and they survived. I'm not sure if they are very lucky or very unlucky. The cats won't forgive us. I had to eat. I had no choice. My skin prickles with goosebumps. Who knows what the lengths anyone might go Haben die Katzen gegessen? to in order to survive. I'm sure I'm capable of a lot more than I'd like to believe. Sat here in the comfort of my tent, but this? My stomach turns at the thought of it. I think I understand what Bill means. But the next part is less clear and still more disturbing. Naja, man sagt ja immer, du bist, was du isst, ne? Also. They're eating us from the inside. Genau diese. Ja. Nice. Like food poisoning? The thought of that is bad enough. I've eaten a few dodgy prawns in my time. I shudder at the memory. But I can't help thinking he means something else, something worse. Junge, du bist... Wie alt bist du? Vielleicht 20? Wie viel... Was heißt hier, I've eaten a few dodgy prawns? Ich zum Beispiel habe noch nie eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Oder zumindest keine, von der ich weiß. Vielleicht ist er genauso drauf wie dieser Typ, den ich mal kannte. So ein Freund von einem Freund. Und der hatte immer eine Lebensmittelvergiftung. Immer. Richtig merkwürdig. Der Typ hat schlechter gekocht als ich und hat sich jedes Mal selber vergiftet. Muss man sich erstmal vorstellen. Der hat Sachen zusammengemischt. Das glaubst du gar nicht. Bei dem musste schon so oft der Magen ausgepumpt werden. So ist die Milch noch gut? Weißt du, so ist die Milch noch gut? Es ist schon, wenn du so dran riechst, da kommt dir so richtig schon das Übelkeitsgefühl hoch und er so, ja, geht doch. Weißt du, der schüttet sich das ein, sieht die Stückchen und denkt sich so, ist ja Joghurt dann, ne? Also das ist ja dann Joghurt, so, weißt du? Das denkt er sich, glaube ich. Mit reiner Milch, wenn du die also jetzt frisch von der Kuh milchst, kannst du das machen. Also, es ist ja, also, wenn du Milch schüttelst. Ja! Aber die stand ja, das meine ich, so, ja, weißt du? Du kannst das nicht mit Milch machen, die du im Kühlschrank hast, weil die ja auch verarbeitet eben. ist und sonst was. Aber wenn du halt Milch von der Kuh melkst und du lässt das einfach stehen, bis es halt zu Joghurt wird oder so, das kannst du essen und das schmeckt, oder halt trinken oder wie auch immer, und das schmeckt auch gut. Ja, aber ich rede jetzt nicht von einem Bauernhofjunge, sondern von einem Stadtkind, okay? Das ist ein Stadtkind gewesen
Und der Junge, ich habe mal seine Wohnung gesehen, ja? Ja. Die ist schlimmer als meine, deine zusammen. Verstehst du? So schlimm ist meine jetzt auch nicht. Nein, aber du meinst ja immer, ist unordentlich, bla bla bla. Ich meine jetzt, die ist wirklich so richtig schlimm. Also schlimmer als meine an schlechten Tagen. Sag ich so, ne? Mhm. Und es ist dem scheißegal, ob die Sachen schlecht geworden sind in seinem Kühlschrank. Also ich meine, meine Mutter macht das mal auch manchmal so, einfach das Stück, was schlecht ist, abschneiden und dann kann man den Rest essen. Bei Käse geht das, ja. Aber ich meine so, weißt du, gefühlt hat er einen Reißverschluss im Magen, damit die Ärzte da leichter drankommen. Ja, also der ist so oft im Krankenhaus gewesen. Und wir haben ziemlich oft Krankenwagen oder so Notarzt halt selber rufen müssen, weil der bei uns war und dann bei ihm reingekickt hat, die Lebensmittelvergiftung. Und wir so, ja scheiße, nicht schon wieder. Gab es nicht mal wirklich einen Fall von irgendeinem Patienten, der wirklich einen Reißverschluss hatte? Weil der aber irgendeine chronische Krankheit hatte und häufig operiert werden musste. Ja, das gibt's natürlich auch so. Aber ich meine, ich denke, ich habe keine Ahnung, ob der einen Reißverschluss hatte oder einen Verschluss oder was auch immer. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Ärzte einfach keinen Bock mehr bei dem hatten so und gesagt haben, nee, ist jetzt uns lieber, wenn wir da so eine Stöpsel reinmachen und dann können wir da immer rauspumpen oder so, was weiß ich. Imagine, du hast so einen Reißverschluss am Körper und wenn du den aufmachst, sieht man so deine Organe, ey. Ich würde kotzen, jedes Mal, aber okay. Das muss auch voll das weirde Gefühl sein, wenn du das aufmachst. Stell dir vor, du packst da rein mit deinen ekligen, dreckigen Händen, Alter. Das solltest du vielleicht nicht tun. Aber rein theoretisch, wenn du die desinfizierst und am besten vielleicht auch noch mit Handschuhen, könntest du das machen. Dann könntest du so ein bisschen da drin rumwühlen. Ich meine, stell dir vor, du kriegst so Magenkrämpfe und dann kannst du deinen Magen einfach von innen massieren, so. Ja, so bist du, oh, warte mal, ich muss da mal eben so ein bisschen... Also, ich hab nichts gegen Gore, ne? Ich mag ja Gore so. Aber halt nur, wenn das künstlerisch dargestellt ist und nicht wirklich so, wenn ich mir vorstellen muss in Real Life, weißt du? Mhm. Ich mag das nur halt als Kunstform. So als Extremo. Ja, Kunst ist okay, aber... In der Hinsicht geht Kunst aber auch ein bisschen zu weit. Wenn's echter Gore ist, jedenfalls. Also, kommt drauf an, ne? Es gab ja... Das ist kein... Self-Harm ist keine Kunst. Und andere Menschen harm ist auch keine Kunst, nein. Ja, bla bla, das meine ich ja gar nicht so. Oh, ist einfach... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du dieses Museum kennst, das es mal gab. Es hat so eine Ausstellung von echten Körperteilen und echten Leichen gewesen, so. Und die Leute haben damals richtig Panik die haben sich natürlich aufgeregt. Also jedes britische Museum, was im Endeffekt Mumien darstellt. Ja, aber halt wirklich so mit echten Körperteilen, also... Ja, jedes britische Museum. Offene Körperteile... Jedes britische Museum. Ja, keine Ahnung. Ich war doch nie in einem britischen Museum. Das ist einfach darum, die Briten haben ja Sachen aus allen Ländern geklaut. Um sie halt in ihren Museen auszustellen. Und da sind dann natürlich auch häufig natürlich irgendwelche Mumienteile oder sonst was dabei, was sie halt sonst gefunden haben. Oder keine Ahnung, und die werden halt auch einfach so ausgestellt, natürlich. Oh, ich muss dir von einer Sache erzählen, die wieder passiert ist auf TikTok. Ist so ein Typ, der arbeitet bei so einer Pfandbörse, sag ich mal so. Oder wie auch immer. Also diese Verleihdinger halt, ne, sowas. Und der ist halt auf was gestoßen. Ja, das war halt sowas wie eine Bildererinnerungsmappe, sag ich mal so, ne? Von halt richtig schrecklichen Ereignissen aus China. Also wirklich so, wo halt, ne, die Bilder haben richtig krasse Sachen gezeigt, die man halt nicht zeigen durfte, so. Hat er auch nicht gezeigt, aber der hat halt gesagt so, ja, ich hab das und ich weiß nicht wohin damit, was soll ich damit machen, bla bla bla, ne. Leute haben sich natürlich aufgeregt, Alter, schick das China, so, weil das halt Kriegsverbrechen gezeigt hat und, ne, sowas. Und alle
haben halt auf den eingeredet, zeigt das den Behörden oder was auch immer, museumstechnisch, so nach China oder halt zu irgendjemandem, der sich da auskennt, weil das gehört ja denen quasi, weil das ja deren Geschichte ist, dass das alles da präsentiert wird. Und dann macht er ein zweites Video auf TikTok, dieser Vollhonk, und sagt so, ja, ich habe erstmal die Medien kontaktiert, ne? Damit der berühmt werden kann durch die Story so. Wow. Was für ein Spasti, Alter. Was für ein Spasti. Und die Leute sagen ihm, mach das nicht. Alter, es ist total unmenschlich, dass du das machst. Und er will einfach Gewinn daraus schieben, Alter. Was ist das? Eklig. Einfach eklig. Meine Güte. Deswegen dürfte man am besten auch gar nicht drüber reden, auch nicht, wenn man schlecht über ihn redet. Aber naja. Weil das ist halt so diese Sache. Können sich ja noch alle drüber aufreden, aber wenn man drüber redet, dann gewinnt er ja genau das, was er... Ich sag ja nicht, wie der Typ heißt oder so, was auch immer. Ist ja auch scheißegal. Das ist einfach nur... Das sind so schlimme Sachen auf diesen Bildern. Wirklich gute, also gut erhaltene Bilder, ne? Also... Meine Fresse. Von grausamen Sachen. Und er so, ja, ich habe erstmal die Medien Bescheid gegeben, so. Was für ein Idiot. Naja. Was will man machen? Back to the story und back to a more or less happy place. Yes. Surely the place Bill is talking about is here, this island. The Infinite Island? I've never heard anyone refer to this place as the Infinite Island before. Most people call it Cat Island. Or the Verloren... Was? Lol. The Verloren Island. Formerly. The fuck? We are in Germany. Perhaps this crew... Ich dachte, hat der Professor die nicht auch Peanut oder so Island genannt oder irgendwie sowas? Weil die sieht doch so aus weil die so eine Form hat, ja. Ja. Ganz merkwürdig. Perhaps this crew were the first humans to step foot on this place. How long have the cats been here anyway? This letter seems to be at least 100 years old, and the cats were pretty well established then, by the sound of things. The cats in this note must be the elders. I suddenly feel another pang of sympathy for Bill and the crew. I know how frightening the elders can be. I decide not to tell Fluffybutt about the contents of his gift. It would only add to his paranoia. I instead promise myself that I will look into this further another time. So, Rest und dann haben wir noch ein Romance und ein Research als Abschluss. You had a lovely nap and wake up feeling revitalized. Your energy has been restored. Magic! Romance. Und danach kommt Kibbles. Ja. I'm taking a late stroll along the beach, walking off my dinner, when I spot a familiar shape in the distance. A fat butt. Major fat butt. He begins slinking away, but I'm sure he must have heard me. Hey, wait! Fluffybutt stops but makes no move towards me. Oh, Catrick, I was just enjoying this lovely evening. It's Digga, dark hast and du wieder die stormy. Roboterstimme drauf? Nee, eigentlich nicht. Warum? Weil es wieder gerade so Rebecca. Furchtbar. Das ist aber dann nur in Discord. Das ist richtig. It's dark and stormy. Ach, Is everything okay? He seems very distracted. Yes, all in good order. I haven't seen you for a while. A paranoid person might think they were being avoided. Well, it's a good thing that you're not paranoid then, isn't it? I suppose so.
There's an awkward silence. Well, must be getting on. Mice to catch, you know. There aren't any mice here, Major. Just a turn of phrase, Catrick, but I'm sure you have things to be getting on with. Actually, I have some time if you'd care to stroll together. The Ginger Tom shifts uncomfortably. Actually, I have other plans. Haben wir irgendwie die Dates mit ihm gefailt oder warum ist er so abweisend? Really? He's not forthcoming with the details and just as I suspect, he's making up excuses. I hear a long yowling sound coming from the direction of the forest. Then, to my surprise, Fluffy Butt lets out a similar call. And his demeanor changes. Sorry, Catrick. I really must go. Oh, I see. The penny finally drops and I realize he has a date with another cat. Was? Verrat! Betrayal? I feel rather embarrassed. So ein Wichser. Why, Major? I'm pleased for you. Really? Of course. I must say, I'm glad to have your blessing, Catrick. I believe you and I have become good chums over the time we've spent together here. I rather think you would like my new companion. They are so forward-thinking, and they always endeavor to challenge my lazy prejudices. Meine Güte. Das ist falsch ausgesprochen, aber egal. I think you'd approve. Also müssen wir bei ihm, um das erfolgreich zu machen, sogar challenging sein. I do, Major. It sounds like you found a real catch. I notice a slight feeling of regret rise within me, but try to muster up a smile. Thank you, Catrick. You're a good friend. Friend-zoned by a cat. But his eyes are focused on where the sound came from, and I can tell he's itching to go. Have fun, Major. I rather think I will. And off he darts, moving faster than I've ever seen him move before. I stand still for a moment, watching the place he's disappeared to, and I feel a wave of utter loneliness wash over me. Nett. Ach, ist schon wieder. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in das letzte, Research-Ding, Research Aid. It's time to check on Muffin. I hope she's okay after those tests. Muffin. Muff. I arrive at the lab at the usual time. As I walk through the door, the professor is standing right in front of me with a disconcerting smile on his face. Oh, Catrick! Perfect timing! Oh, morning, Professor? Have you seen Muffin today? I haven't. Why do you ask? See for yourself. He steps aside, and as I enter the tent, I immediately see what he's referring to. Muffin has suddenly become a human in a cage. Muffin is bounding and scurrying at the breathtaking speed, sending everyone in her path flying. Bist du noch da? Ja, Okay. quasi. Holy shit. Quasi. Tricky, Professor. What on earth has gotten into her? Some time ago, we tried to test a new sample on her, but there was no response at the time. I expect that this is just as much delayed reaction to that sample. She is like a hyper kitten. Indeed, I have an assignment for you today. You want me to catch her, don't you, sir? Absolutely. You must retrieve some samples for analysis. Skin, hair, and saliva. Right, okay. The professor chuckles to himself as he wanders out of the lab. Meine Güte. He's right to laugh. This isn't going to be easy. Muffin is bouncing all over the place. I stumble around for a while trying to catch her, but she's too fast. I have to think this through strategically. Sit down, let her come to me, lure her with food. Shoot her. Food
food always works. Shoot her! Was? I have to think that strategically. She dead now. I try the one thing that always works with Muffin. Food. I stand waiting with a handful of treats. Weißt du, was bist du, wenn du in so einer hyperaktiven Phase bist, ey? Sonst immer total down und so miesepetrig und keine Ahnung was. Und dann bist du mal über hyperactive, springst durch die Gegend, keine Ahnung was. Und dann setze ich mich da einfach hin und sag so, hier ist Food. Und dann bist du instant da. Also. Yes, I like food. Come on, Muffin, I've got your favorite. Muffin stops in her tracks and fixes her huge pupils onto the food. Oh Gott, sie springt ihm voll ins Gesicht. She's suspicious, but she can't resist. She tentatively approaches. Suddenly, she leaps forward. I suppose she thinks she can grab the food and run back before I can catch her. She thinks wrong. After a brief tussle, I have her in my arms. She soon resigns herself to her fate. I give her some treats and she starts purring. I collect the samples with little fuss from her and replace her in her crate. What, replace? Ach so. Replace her in her crate. Das ist ein sehr verwirrendes Wort, weil replace kann auch was anderes heißen. Aber gut. Du musst dir auch vorstellen, das ist ja die gleiche Katze, die vorher diesen ultra krassen Haarwuchs hatte. Oh, sheesh. Das arme Testobjekt, ey. Oh Mann. I'm preparing a cataloging... Was? I'm preparing and cataloging the samples when I notice something peculiar. The hair sample looks brittle, like it could turn to ash in my hand. I glance up at Muffin and she's sleeping in an unnatural starfish position, as though she conked out mid-leap. It makes me feel uneasy. I go and give her a gentle stroke. She seems perfectly fine and relaxed, but I can't help feeling she seems older than before. I think I'm getting paranoid. Sheesh. I'm sitting on my bunk, looking around at the empty tent that has been my home for the past 8 weeks. It's astonishing how much rubbish you can accumulate in such a short period of time. It's taken me hours, but I finally sorted everything out and have my bag packed. In some ways, I wish I was staying. But I know if I'm going to make any more progress on the antidote, I will need expert help. The kind I can only get on the mainland. So it's time to head out. There's just one last thing left to do. I make my way to the place where Fluffybot and I have spent so much time together. I was hoping I would find him here, nosing through his collection of treasures and artifacts. The hollowed out tree looks almost sad, neglected. I remain a safe distance to avoid the effects of the danger zone, but even from this far, I get the feeling the Major hasn't been here for a while. I'm gutted. I wanted to say goodbye in person. Major, are you here? When I'm satisfied he's nowhere around, I take out the small pillow I made from one of my t-shirts. It doesn't seem a lot, but I put so much effort into making it. I've stitched our names and a little heart. And I drew some seagulls around the edges and stuffed it with a catnip. I thought he might appreciate a bit of comfort with his advancing years. I only hope Snooty Booty doesn't get her claws into it. I place it at the foot of the mighty tree under a couple of palm leaves and make my way to the dock without looking back. Joe, the strange boy who runs on the ferry with his dad Bob, is waiting on the jetty. You're almost late. I'm not in the mood for his nonsense today. I feel miserable. But I'm not though, am I, Joe? Almost late is not late. Something got your goat? I ignore him and make my way onto the boat.
Then, just as we begin navigating our way out to the open water, something on the land catches my eye. I can just make out the shape of a fluffy orange blob, waving from the end of the jetty. Oh my goodness! And I waved back frantically. Orange. Someone come to see you off? Yes, it's the Major. Bye, Major. It's been an adventure. I can't see no one. You're going a bit mental? Look, just there, the ball of orange, the tomcat. Joe's gone very quiet, and when I glance at him, he's eyeing me suspiciously. Oh, that's a shame. What? Dad? Somewhat wrong, son? This one's sick. I don't understand, I'm fine. Bob appears from the driver's cabin. That's alright, son. You go take care of the steering wheel, good lad. Joe does as he's told, leaving Bob and I face to face. Is there something wrong, Bob? I'm afraid there is. It's not personal. I happen to like you. He's reached into his pocket and is aiming something that looks like a pistol at me. I laughed nervously. This must be some kind of prank. It's just, oh, we can't have you going back to the mainland and infecting normal people, can we? Before I can answer, everything goes black. What the fuck, ey. Wir hatten nur ein Successful Date mit ihm. Ending achieved. Major letdown. Sind wir denn jetzt... Ja, wir sind noch bei Research und Reckon on Main Course. Aber wir haben nur 3 von 6 Cats geromanced. Wie einfach wieder ganze Störung, Alter. Solange wir das Antidote auf 100% bekommen, ist mir das auch erstmal egal. Wir können die alle romancen, wenn wir einmal durch sind. So, was machen wir? Erstmal müssen wir uns einen neuen Namen ausdenken, oder sollen wir das nächste Mal machen? Ach, lass nächstes Mal machen. Irgendwie sieht sie auf dem Bild auch so ein bisschen aus wie die Marigold. Nur in jung. Weißt du? Marigold ist doch nicht asiatisch. Ja, aber auf dem kleinen Bild meine ich. Naja, die haben quasi nur... Klar, hier sieht die asiatisch aus, aber hier auf dem kleinen Bild sieht die ja nicht asiatisch aus. Ja gut. Was weiß ich. Ja gut. Dann... Haben wir nur Männer gespielt? Bis jetzt? Nö. Die hier oben war doch auch eine Frau. Die Rosemary. Ja, stimmt. Wieso leuchtet das bei dir noch auf, da? Ganz merkwürdig. Wo leuchtet das denn auf? Ja, die Frauen, also hier im Stream zumindest, leuchten die Ach so, Frauen halt noch farbig auf und die Männer sind alle schwarz-weiß ausgeblendet. Nee, die Rosemary doch noch nicht. Also, du siehst halt meine Maus nicht, aber die oben in der Mitte, das war die Rosemary. Ja gut. Keine Ahnung. Auch egal. Es gibt halt 3 Männer und 3 Frauen. Wir haben eine Frau gespielt und 3 Männer. Stimmt. Okay. I'm being stupid. Ja gut, das war's dann mal mit der heutigen Folge. Purrfect Date. Wir sind mal ein bisschen schneller durchgekommen als sonst. Ich kann den Stream nicht mehr aufrechthalten. Mit mehr Discord-Problemen als sonst auch. Ja. Und, ja. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei Purrfect Date mit den jetzt leider im Moment nicht mehr schauenden, küssenden Wildschweinen. Weil ich komme aus diesem Menü gerade nicht raus. Aber ist ja egal, nächstes Mal werden wir sie wieder sehen. Bye, bye.